Es geht los, die erste Testfahrt mit der Honda XADV 750 ist heute dran. Ich nehme euch da natürlich mit. Vorher wollte ich euch noch 2, 3 Sachen sagen, die mir jetzt auch so beim ersten Aufsteigen auf den Scooter aufgefallen sind. Das ist jetzt erstmal so die Standardsitzposition auf der Honda und auf Scootern generell. Das heißt, den Fuß platt hier unten. Man hat da ein bisschen Platz. Ich habe Größe 46, also ich komme da gut hin. Und so sitzt man relativ bequem, aufrecht und halt in einem guten Körperwinkel. Zweite Sitzposition ist dann hier vorne. Ich habe so leicht ausgestellt. Hier vorne noch ein Trittbrett, was so ein bisschen nach vorne mehr geht. Das heißt, ich habe ein bisschen entspannteren Kniewinkel noch. Jetzt nicht Shopper-ähnlich, aber es ist gut, man fährt ein bisschen bequemer. So, dann eine Sache, die ich mir sofort gekauft habe, die ich sehr gut und sehr wichtig finde, ist Zusatzfußrasten. Und zwar kann man für die Honda XADV hier hinten Fußrasten ranbauen. Das sind sogenannte Adventure-Fußrasten. Diesen Klapper, ich habe jetzt auch nicht die Originalen genommen von Honda, die kosten irgendwie 380 €, war mir für Fußrasten ein bisschen viel. Ich habe mir vom anderen Hersteller welche geholt, die haben irgendwie 100, 120, 150 gekostet. So, die kann man rein und rausklappen. Und damit habe ich jetzt eine weitere Fußposition, nämlich ich kann den Fuß leicht nach hinten stellen, auf den Fußballen. Und jetzt sitze ich fast wie, wenn ich mich jetzt ein bisschen nach vorne lehne, fast schon motorradähnlich. Also in einer leicht nach vorne geneigten Position. Die Beine natürlich in einem anderen Kniewinkel. Habe aber extrem guten Grip. Ich werde das nachher beim Fahren auch mal testen, euch mal berichten, wie das ist. Aber das ist wirklich klasse, toll gemacht, dass man hier noch zusätzliche Fußrasten hat. Ganz wichtig werden die, wenn man jetzt mal über einen Feldweg oder ein bisschen ins Gelände will. Denn hier vorne, also man versucht da natürlich zu stehen, um ein bisschen bessere Kontrolle hinzukriegen. So, wenn ich jetzt hier vorne stehe, dann ist der Schwerpunkt völlig falsch. Ich bin viel zu sehr am Vorderrad. Hier vorne wird es dann auch schon eng. Also auf dem Trittbrett zu stehen ist nicht so gut. Wenn ich jetzt aber hier nach hinten gehe, dann ist der Schwerpunkt von mir weiter im Zentrum der Maschine, dann habe ich hier auch ein bisschen Platz vorne. Jetzt könnte der Lenker noch einen kleinen Ticki höher sein, vielleicht mache ich noch ein paar Racer rein, aber dann wird es auf jeden Fall schon viel, viel besser. Man rutscht natürlich hier auch nicht, weil die haben oben so eine Riffelung, wo ich mit meinen Schuhen gut drauf haften bleibe. So, und jetzt habe ich einen tollen Schwerpunkt, um auch mal kurz aufzustehen und den Honda im Gelände oder auf einem Feldweg zu bewegen. Also die würde ich jedem empfehlen, der sich das Ding holt. Tolle Sache und variiert noch mal so ein bisschen die Beinstellung. Ja, also gerade bei langen Strecken vielleicht interessant. Die Scheibe ist verstellbar. Hier haben wir jetzt den Verstellmechanismus. Dafür muss ich hier einmal umklappen, das Ganze rausziehen und dann kann ich in verschiedenen Positionen die Scheibe einrasten lassen. Das sind 5 Stellungen. Ziehen, verstellen, ziehen, verstellen und dann rastet das hier immer so ein. Das wäre jetzt die tiefste Position und das hier dann dementsprechend die höchste. Wenn man es eingestellt hat, einfach den Hebel wieder rum, dann arretiert das Ganze und die Scheibe ist fest. Ist sehr simpel, kann man aber jetzt nicht bei der Fahrt machen, sollte man anhalten und dann die Scheibe verstellen. Wenn ich jetzt mal das Windschild mal ein bisschen runter mache, dann seht ihr mal ungefähr, wie tief das ist. Ist im Sommer super. Das heißt, wenn ich das Windschild im untersten Bereich habe, dann kriege ich natürlich den gesamten Fahrtwind gegen den Helm. Wird natürlich dann auch ein bisschen lauter, was die Geräuschentwicklung angeht. Also das ist jetzt die niedrigste Position. Ich kann es jetzt im Sitzen, wenn ich nach vorne gehe, auch von hier aus machen. Einfach drehen, zack, festmachen. Jetzt ist es bei mir die Scheibe hier so unten an der Kinngrenze. Ich werde also immer noch relativ viel Wind abbekommen. Aber da kann man Abhilfe schaffen und das zeige ich euch in den nächsten Videos auch noch. Ich mache den Winddeflektor mal wieder hoch. Zack. Der nimmt jetzt das so ein bisschen weg von meinem Helm noch. Sieht jetzt nicht so schön aus, weil man hier oben natürlich dann immer die Halterung im Blick hat. Vielleicht noch zur Sitzbank. Die Sitzbank ist schön breit. Sitzt sich gut. Ist ein bisschen fester, würde ich mal sagen, so vom Gefühl her. Aber sie sitzt sich gut, ist bequem. Ich komme gut mit den Beinen auf den Boden. Also ihr habt es ja gesehen. Ich kann es noch mal zeigen. Also sogar in aufgebocktem Zustand komme ich runter, wenn ich jetzt flach bin, gar kein Problem. Und vom Sitzen her
Man hat hier hinten eine ganz kleine Lendenwirbelstütze, dass man hier so ein bisschen drin sitzt im Sitz. Muss man jetzt mal sehen, wie sich das Ganze dann auf längeren Strecken verhält. Ja, das sind so die ersten Eindrücke, die man natürlich hat, wenn man auf ein Fahrzeug sich setzt. Sitzposition, Lenker, wie fasst der sich an. Dann, wie gesagt, sehr schön das Windschild, das Verstellbare. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie sieht es beim Honda XADV mit dem Stauraum aus. Einfach Knopf drücken, dann geht es von alleine hoch. Der Zugang hier zum Helmfach ist jetzt nicht so riesig. Wir schauen mal rein. Das ist also der innere Bereich. Hier vorne ist das Bordwerkzeug. Hier hinten an der Seite ist ein kleiner USB-C-Anschluss. Hier ist ein kleines LED-Licht. Das war es auch schon. So, das Fach ist jetzt so gestaltet, auch von der Form, dass ich meinen Integralhelm nehmen kann. Den hier reinpacke. Zack. Und passt wunderbar. Ist drin. Also ein Helm passt rein. Ist jetzt nicht riesig. Also die kleinere Version des XADV, der ADV 350, der hat glaube ich 45 oder 46 Liter Stauraum mit 2 Integralhelmen, die reinpassen. Natürlich um einiges größer, das ist nur halb so groß, 21, aber reicht, um ein bisschen was reinzumachen. So, betankt wird das Ganze hier im Mitteltunnel, da sitzt auch der Tank drunter. Einfach Knopf drücken, dann geht die Klappe auf. Darunter ist dann der Tankverschluss. Ja, Standard. Das hier vorne ist jetzt das Handschuhfach. Wird einfach aufgeklappt, geht dann bis hierhin auf. Drin leider kein USB-Anschluss zum Laden eines Smartphones, weil das passt nämlich dort rein. Hier passt jetzt so mein Smartphone mit ein bisschen Wickeln rein. Vielleicht noch ein Taschentuch dazu, mehr aber auch nicht. Und leider kein Ladeanschluss, also das ist, ja, vielleicht für ein Tuch zum Visier abwischen. Aber ansonsten erfüllt das Fach jetzt nicht so einen Riesenzweck, ist auch wirklich winzig klein. Das waren jetzt erstmal so die ersten kleinen Eindrücke und Features vom XADV. Ich mache da natürlich noch weiter. Wir gehen noch mal aufs Cockpit ein, auf die Bedienelemente. Da ist auch noch eine ganze Menge zu erzählen. Aber ich würde sagen, jetzt fahren wir mal ein Stück und ich schaue mal, wie so die ersten Fahreindrücke sind. So, auf geht's zur ersten kurzen Testfahrt. Power on. Motor starten. Ja, der Sound, der ist schon gut. So, ich mache mal zu, damit er mich besser versteht. Es ist sehr windig heute. Also, erstes Fahrgefühl. Sitzposition, hatte ich vorhin schon gesagt, ist gut. Schön aufrecht. Füße flach auf dem Trittbrett. Wie beim Roller sitzt man relativ gerade. Allerdings die Arme sind schön weit auseinander. Also der Lenker, der ist schon sehr Richtung Adventure Bike. Dadurch hat man natürlich auch ein schönes Gefühl fürs Fahrzeug. Motorlauf sehr ruhig, ich fahre jetzt im Standardmodus, bin ja noch in der Einfahrzeit, von daher fahre ich da jetzt nicht im Sport und nicht in die Höchstdrehzahl rein. Natürlich auch nicht jetzt nur untertourig fahren, soll man ja auch nicht beim Einfahren, sondern schon alle Drehzahlbereiche durch, nur halt nicht zu stark in den Höchstdrehzahlbereich, damit sich der Motor erstmal richtig schön einlaufen kann. Mal ein bisschen. Ja, das zieht natürlich schon sehr gut los für einen Scooter, wobei, wie gesagt, das halt immer so die Frage ist es ein Scooter, ist es ein Motorrad? Es fährt sich schon sehr motorradähnlich. Windschutz, ja, der war bei der BMW definitiv besser. Also man merkt schon, das ist alles ein bisschen kleiner hier vorne. Ich glaube, da ist der Honda Forza auch für die, die jetzt mehr Windschutz möchten, zum Touren besser, weil der breiter ist. Hat natürlich auch hier vorne ein bisschen mehr Weite. Das Windschild ist größer. Das hier ist schon sehr klein. Ich merke das auch am Helm.
dass der Wind hier so an der Seite vom Helm schon ein bisschen Geräusche macht. Durch den Aufsatz oben geht es jetzt, was den Krach am Helm oben angeht. Das werde ich mir nachher mal anhören, wenn ich es dann höre, was ich aufgenommen habe. Ich werde mal kurz die Bremsen gleich testen. Ja, die sind super. Jetzt nicht super knackhart, die Bremsen. Also sie sind schon so vom Zug her angenehm weich, also nicht zu aggressiv. Ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Manche mögen es lieber ein bisschen bissiger. Lassen sich aber gut dosieren. Die Bremshebel sind verstellbar beide. Ansonsten an den Beinen. Ich habe jetzt noch nicht vorne diese Windabweiser dran. Die gibt es ja auch noch. Ja, man merkt es schon an den Schienbeinen. Also da kommt ein bisschen Wind durch. Aber die Straßenlage ist auf jeden Fall toll. Ganz guter Geradeauslauf, großer Radstand natürlich. Die größeren Räder machen sich natürlich auch bemerkbar. Vorne 17, hinten 15 Zoll. Bisschen Vorsicht muss es natürlich beim in die Kurven legen auch noch sein. Es sind noch neue Reifen. Die müssen sich auch erstmal ein bisschen einfahren. So, ich gehe jetzt mal in den Sportmodus. Die Gänge natürlich weiter hoch. Wenn jetzt im 4., wenn ich im Standard wäre, wäre wahrscheinlich schon im 5. Schaltet aber sehr sauber das DCT-Getriebe, also da ist kein großes Ruckeln drin. Wirklich gut. Ich kann jetzt hier rechts auch noch umschalten auf manuelle Schaltung, dann habe ich hier ganz unten und ganz vorne die Schaltwippe. Auch vom Handling her. Schwerpunkt sitzt ja sehr tief, dadurch, dass der Motor unten sitzt, Tank unten sitzt. Aber das hier ist doch schon sehr viel Motorrad. Die 2 Zylinder mit dem 750 Kubik machen natürlich schon ein bisschen mehr Spaß. Alles etwas sportlicher. Und der breite Lenker, der ist wirklich gut fürs Handling. Da sind viele Roller doch definitiv schmaler. Ist halt so ein bisschen Adventure-mäßig angehaucht. Aber man hat damit ein gutes Gefühl fürs Fahrzeug. Motorbremse ist jetzt auch stärker, wenn man im Sportmodus ist. So, jetzt gehe ich mal wieder in den Standardmodus. Muss man kurz Gas wegnehmen, damit er in den Modus gehen kann. Wenn man auf dem Gas bleibt, dann blinkt das so lange, bis man das Gas wegnimmt. Also was soll ich sagen, ich bin wirklich begeistert. Es ist eine tolle Kombi zwischen Scooter und Adventure Bike. Erfüllt also beide Zwecke ganz gut. Man hat ein bisschen Windschutz. Man hat halt noch so den Stauraum vom Roller, auch wenn jetzt natürlich nicht ganz so viel wie bei manchen anderen, aber es ist Stauraum da. Man hat eine Automatik, muss also auch nicht schalten, kann, wenn man möchte, muss aber nicht. Das ist auch ganz schön, wenn man so ein bisschen entspannt cruisen möchte. Geländegängigkeit, ja, 235, also 236 Kilo, das ist schon eine Menge. Weiß ich jetzt nicht, wie man mit dem jetzt im Gelände fahren kann. Der hat natürlich auch keine großen Stollenreifen drauf. Der hat so, ich glaube, 80-20er Reifen drauf. Ja, einiges wird natürlich an dem XIDV noch verändert. Ich lasse ein Fahrzeug nie so, wie es ist.
Gerade für meine Touren brauche ich noch ein bisschen was Gepäck angeht, eine gute Lösung. Mein Topcase werde ich wieder benutzen, was ich auch auf der BMW hatte. Das Givi, das ist super, hat den Unfall überstanden. Extrem stabil, viel Platz, 58 Liter Volumen passen da rein. Das kommt also auf jeden Fall wieder rauf. Das macht schon Spaß. Mal ein bisschen. Es verführt natürlich, aber muss man ein bisschen auf den Tacho gucken. Den man übrigens im Design wechseln kann, ist ein Digitaltacho mit dem Drehzahlmesser daneben. Der lässt sich unterschiedlich einstellen vom Design. Darunter ist die Tankanzeige, Temperaturanzeige gibt es nach Uhrzeit. Bluetooth kann man damit verbinden, das zeige ich euch nochmal, wie das beim Honda aussieht, das Dashboard. Ja, also wenn man jetzt ein bisschen zieht, selbst im Standardmodus, das ist halt schon fast die doppelte Leistung von dem, was ich sonst gewöhnt bin, und das merkt man halt auch. Also das macht schon Spaß. Also bisher kann ich nichts aussetzen am Honda, wirklich solide verarbeitet auch, das ist also Honda typisch. Das hat alles Hand und Fuß, die ganzen Armaturen, die Griffe, die Verkleidung, Spaltmaße. Das ist wirklich Top-Level. Und ja, dieses DCT, das macht schon Spaß. Also ich bin ja eher so ein Automatik-Freund, weil natürlich klar, durch Filmen und so finde ich es immer ganz angenehm, wenn ich mich auf die Landschaft konzentrieren kann, auf das, was ich erzähle. Und da finde ich es irgendwie ganz cool, wenn man nicht jetzt schalten muss, hat man die Hände ein bisschen frei. Trotzdem aber sportlicher als eine Variomatik, weil er schaltet ja, und wenn man in den Sportmodus geht, dann passiert da auch schon ein bisschen was. Ja, also selbst im Standardmodus ist das schon ganz gut. Das macht schon richtig Spaß, und dann wird er auch ein bisschen giftiger vom Sound. Ja, da bin ich doch schon mal sehr gespannt auf meine ersten Touren, wie sich da anstellt. So, das war es jetzt erstmal für heute mit den ersten Fahreindrücken mit der Honda XADV 750. Wie sieht mein Fazit aus? Ich muss sagen, der Kauf hat sich gelohnt, ist wirklich ein tolles Fahrzeug, macht extrem Spaß. Nochmal eine ganz andere Nummer als der BMW, den ich hatte. Er hat natürlich noch mehr Leistung, fast doppelt so viel wie die BMW. Das macht sich schon bemerkbar. Fahrwerk ist top, da kann man nichts sagen. Es ist ein ganz anderes Fahrzeug, also mehr schon Richtung Motorrad. Der BMW fuhr sich schon sehr gut, auch sehr motorradlastig, manchmal so vom Fahrwerk her. Der hier ist schon fast Motorradtechnik, Motorradfahrwerk in einem Rollerkleid. Dazu so ein bisschen dieser Adventure-Style, wenn man jetzt hier vorne so ins Cockpit guckt. Auch mit dem breiten Lenker. Das ist schon sehr urig, also da kommt schon ein ganz anderes Gefühl auf als bei einem Motorroller. Wobei er das ja natürlich auch noch ist in irgendeiner Form. Zwar sehr futuristisch vom Design, auch sehr sportlich angehaucht. Aber es sind noch ein paar Gene vom Roller mit drin. Also irgendwo so ein Mix zwischen Adventure Bike und Scooter. Jetzt muss ich erstmal demnächst noch meine Erstinspektion machen. Da muss ich noch ein paar Kilometer runterfahren. Und dann kommen noch ein paar Teile ran, ein paar Umbauten. Und die stelle ich euch natürlich auch wieder in den nächsten Videos vor. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Thema XADV interessiert, einfach mal unten auf Abo klicken, dann die Glocke nicht vergessen. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online geht. Und ansonsten, wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.